Hallo und herzlich willkommen heute wieder zurück auf den Kanal Computersachen. Und diesmal haben wir ein spezielleres Thema, und zwar beschäftigen wir uns mit Pi-hole. Wir arbeiten zwar gerade momentan an einem anderen Projekt, was sich mit dem Microsoft Service Vertrag 4b befasst und den ganzen Sperrgeschichten, eure Daten in der Cloud und so weiter. Aber diesen Artikel Pi-hole, den schieben wir jetzt noch rein, weil Pi-hole ein paar Vorzüge für euch bietet, die ihr kennen solltet. Ihr seid auch vielleicht schon mal über Pi-hole gestolpert als solches. Man hört es öfters. Doch was ist Pi-hole? Pi-hole ist ein Adblocker, Pi-hole ist ein DNS-Server und Netzwerkkontrolle. Ihr könnt das aber auch für euren lokalen PC anwenden, wenn ihr jetzt nur ein Notebook zum Beispiel habt. Da gibt es dann auch Tricks, wie man das sogar unterwegs benutzen kann. Pi-hole ist wohl eines der wichtigsten Tools, die man so verwenden kann. In erster Linie ist es halt wie gesagt ein Adblocker, der alles an Werbung filtert, was ihr konfiguriert, beziehungsweise was im Pi-hole konfiguriert ist. Dazu gibt es Listen, zu denen kommen wir dann auch später. Des Weiteren kann man auch zum Beispiel Kommunikation von Windows mit Microsoft unterbinden, weil Microsoft Windows sammelt ja Daten von euch und das nicht schlecht, und mit Windows 11 ist es wirklich gravierend. Diese werden auch dann übermittelt an Microsoft. Sowas könnt ihr zum Beispiel sperren, dass Microsoft das nicht kriegt. Das gilt auch für Google und Apple. Auch wird das Phishing und ein paar kleine andere Gemeinheiten blockiert. Das ist halt wirklich eine nette Sache, wenn man es jetzt zum Beispiel in Netzwerken einsetzt. Das ist durchaus für Firmen auch interessant, weil man hier einfach sicher sein kann, dass wenn die Leute doch mal auf irgendwelche Phishing-Links klicken, dass das geblockt wird. Dann hast du deinen eigenen DNS-Server. Das bedeutet für dich, sollte ein globales DNS-Blocking gegen irgendeine Webseite verhängt werden, interessiert dich das eigentlich gar nicht, weil du deinen eigenen DNS-Server hast. Das heißt, alle Domains wie zum Beispiel www, ja, was nehmen wir denn, will ja keine Werbung machen, sozialesnetzwerk.de wird gesperrt und ihr habt das bei euch drin. Dann wird sozialesnetzwerk.de über euren eigenen Domain-Server lokal in eurem Netz aufgelöst, die IP-Adresse zur Verfügung gestellt, und ihr könnt auf die Seite zugreifen, solange sie noch existent ist, was normalerweise der Fall ist. Dann habt ihr lokale DNS-Service. Das bedeutet für euch, ihr könnt lokale Geräte, zum Beispiel euren Router, euren Server, eure NAS, wirklich per Namen aufrufen, wenn ihr das einkonfiguriert. Und dann könnt ihr zum Beispiel einfach router.home eingeben und ihr seid auf eurem Router. Ist auch noch sehr nützlich, hilfreich und eigentlich, ich liebe es total. Dann, worunter läuft Pi-hole eigentlich? Pi-hole läuft unter Docker. Daher kann man Pi-hole eigentlich auf dem PC, auf dem NAS, auf dem Notebook, auf dem Server einrichten. Das gilt für Einzelsysteme als auch für ganze Netzwerke. Wie gesagt, Pi-hole ist da ein wirklich tolles Programm, muss man sagen. Ich finde es schade, dass es nicht so bekannter ist, aber wir tun jetzt gerade einiges dafür, dass es wieder ein bisschen bekannter wird. Docker wiederum läuft unter Linux, macOS und Windows. Das heißt, ihr könnt das Ding überall installieren. Das ist ganz wichtig zu wissen. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage von Pi-hole. Nicht wundern, wenn ich einmal nebenbei so trocken meine Webseite, den Homepage-Artikel dazu zu dem Video durchgehe mit euch. Aber die eigentliche Konfiguration, das Aufrufen, ist nun wirklich dann ein kurzer Quickie, und irgendwie muss ich das Video ja auch voll kriegen. Okay, gut, haben wir das auch wieder. Generell empfehle ich euch einfach, wenn du noch keinen Docker verwendest, erstmal Docker zu installieren, ist klar. Dann natürlich Docker Desktop, weil es einfacher ist. Docker Desktop könnt ihr für macOS, Windows und Linux nutzen, und es ist sehr einfach zu bedienen. Du kannst das Docker Desktop unter dem Link, der in der Homepage auch hier seht, auch runterladen. Dann könnt ihr unter Linux die CLS-Version installieren, die Classic, mit sudo apt install docker und sudo apt install docker compose. Unter Windows, wie gesagt, das Docker Desktop da oben verwenden einfach. Oder ihr könnt auch das Windows-Subsystem für Linux installieren und das darunter dann Docker einrichten, genau wie hier oben jetzt beschrieben unter Linux mit sudo apt. Genau. Für das Subsystem von Linux empfehle ich euch einfach ein Ubuntu oder ein Mint zu verwenden.
Mint gibt es glaube ich nicht, also müsst ihr dann Ubuntu nehmen. Aber das ist eigentlich so die Linux-Umgebung, die ich bevorzugt auch verwende. Unter macOS könnt ihr auch wieder das Docker Desktop benutzen. Ansonsten könnt ihr diesem Link hier folgen. Beginn in der Mitte des Dokuments geht es dann los mit Docker im Terminal und deines Mac installieren. So, das eigentliche Installieren von Pi-hole, dafür brauchen wir eigentlich nur eine Docker Compose. Docker spricht man auch nicht von installieren, sondern eher von einrichten. Man installiert ja eigentlich unter Docker nichts mehr. Man richtet bloß einfach eine Anwendung ein. Dafür brauchen wir unsere Docker Compose. Die ist standardmäßig, die findet ihr auch in der GitHub. Pi-hole, da könnt ihr nochmal die Original nachschauen. Dann habe ich hier ausgeschaltet, wenn ihr einen eigenen DNS-Server am Laufen habt. Das brauchen wir nicht, die Zeile ist ausgemerzt. Dann das Webpasswort braucht ihr auch nicht setzen, das funktioniert auch in dem Sinne nicht so richtig. Wir löschen das Kennwort dann später, wenn der Container oben ist. Dann haben wir noch capadd, das ist netadmin required Pi-hole as your DNS server. Sonst wird es nicht gebraucht, also nehmen wir das auch raus. Dann haben wir Restart, wir verwenden Docker Volumes und unser Network, wo wir das Docker dann mit laufen lassen. So, die Änderungen habe ich euch schon oben markiert, inklusiv. Da könnt ihr, wenn ihr dann den DHCP-Server verwenden wollt, das Rautchen einfach entfernen, dass die Kommentarzeile einfach eine Befehlszeile wird und dann ist das Ganze neu zu starten und dann läuft das auch. Okay, was haben wir denn sonst noch gemacht? Den Port habe ich euch von Pi-hole, den TCP/IP-Port, abgeändert von 80 auf die 1010. Das ist das Aufrufen des Dashboards der Oberfläche, weil Port 80 ja von Gott weiß, was alles auf dem Computer verwendet wird und auch in Containern, und alle möchten immer gerne den Port 80 haben, also haben wir den hier gleich schon mal geändert. Das könnt ihr auch jederzeit hier oben ändern. Ne, der Port 1010 in den Container umleiten auf Port 80. Das ist das. So, das Weitere, was jetzt hier unten alles kommt, das gehen wir jetzt zusammen auf der Maschine durch. Ich habe es euch bloß heute nochmal zusammengeschrieben, damit ihr der Sache auch folgen könnt. Gut, dann sind wir hier mal auf unserem Serverchen und hier schaut jetzt die Sache wie folgt aus. Hier haben wir mal ein Docker Desktop. Docker Desktop sieht also so aus, dass ihr es auch immer gesehen habt. Da haben wir jetzt einfach mal einen Internal Core, den habe ich hier laufen. Da habe ich meinen Container drin, meinen Watchtower, der mir die Container auch updatet. Sachen, die ihr jetzt eigentlich nicht braucht, nur mal, dass wir einen kleinen Überblick einfach haben, dass ihr es mal gesehen habt, wie sowas aussieht. Dann WordPress, meine Webseite läuft hier auf meiner eigenen Maschine und ist unter WordPress eingerichtet. Da haben wir einfach das WordPress selber, die MySQL-Datenbank, PHP-Admin zum Datenbank administrieren und ein Cloudflare-Terminal, damit wir die Maschine auch aus dem Internet heraus erreichen können, weil ich hier ja eine NAT habe und mein internes Netz normalerweise nicht über das Internet sonst erreichbar wäre. Dazu gibt es aber auch ein Video, sucht einfach mal unter den Beiträgen nach NAT und da findet ihr das auch. Gut, unsere Docker Compose, die speichern wir uns jetzt in einem, also die Docker Compose, die jetzt quasi in den Homepage-Artikel drin habt, da kopiert ihr euch und dann speichert ihr das hier in eurem Computer ab. Ihr könnt das unter Dokumente abspeichern, wenn ihr das wollt, das wäre möglich. Download wäre es natürlich Blödsinn. Sucht euch da einen Ordner aus, wo ihr einfach das anlegt. Ihr könnt jetzt unter Dokumente einfach einen Ordner machen, Docker, und darunter dann zum Beispiel jetzt die Docker Compose speichern. Im Prinzip wird nichts anderes gespeichert. Ich habe das alles auf D liegen hier, meine Container-Sachen. Dann habe ich hier Security und der Security ist meine Docker Compose. Ich rufe die jetzt mal kurz auf, dass ihr das auch seht. So, das ist unsere Docker Compose, die haben wir auch so offen. Ja, die ist jetzt einfach hier nur in diesem Verzeichnis gespeichert.
Name, den ihr verwendet, ist docker-compose.yml. Nichts mehr wird in diesem Verzeichnis angelegt. Alles andere verwaltet Docker für euch in einen eigenen Container. Das heißt, ihr könnt diese Datei dann auch gerne stoppen und dann woanders hin kopieren und schon an einem anderen Ort aus wieder neu starten. Das ist relativ. Ihr könnt dich auch einfach anders hin verschieben und Docker läuft sowieso weiter. Die Docker Compose, warum verwende ich eigentlich Docker Compose nach wie vor noch? Man kann das doch alles unter Docker für Desktop machen. Ja, kann man mit diesen sogenannten Run-Befehlen. Allerdings, wer seine Docker-Container in Datensicherung einschließen will, wie Borg Network, Borg Backup, wird irgendwie seine Docker-Konfiguration ja auch wohl mitsichern wollen. Es macht aber keinen Sinn, die ganzen Container zu sichern. Das Eigentliche, was man braucht, ist, um den Docker-Container wiederherzustellen, ist diese Docker Compose. Wenn ich die aufrufe, wird mir das komplett wieder so eingerichtet. Angenommen, ich habe jetzt eine komplett neue Maschine, das wird mir komplett wieder so eingerichtet, wie ich es auf der alten Maschine auch habe. Was vorhanden sein muss, und das verwaltet wiederum Docker für euch, sind die Volumes, die sind hier definiert. Die solltet ihr in eurer Datensicherung mit einschließen, weil die müsst ihr komplett sichern, weil da liegen eure Daten drinnen. Gut, da sucht ihr einfach bitte bei den Beiträgen unter Borg Backup, da findet ihr, wie ihr diese Sachen auch backuppen könnt. Ihr könnt auch jedes andere Backup-Tool natürlich dazu verwenden. Wir haben jetzt hier unser Docker Desktop, es läuft nichts. Dann sagen wir mal im Terminal öffnen. Das hat jetzt einfach nur den Vorzug, dass wir direkt in unserem Verzeichnis C Virtual Edit und dann Security drin sind, wo meine Docker Compose liegt. Dann sage ich Docker Compose ab und noch den Parameter D dazu. Und dann wird der Container gestartet. So, bei euch wird jetzt das Containerchen erst einmal pullen. Das wird so 2-3 Minuten dauern. Und dann ist der Container, wird er auch gestartet. Bei mir ist es ja natürlich schon installiert, weil ich ja Pi-hole generell eigentlich schon auch längeres benutze. Gut, wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt hier eine neue App, die heißt Security. Das ist auch das, was ich konfiguriert habe. Und hier haben wir das Pi-hole. Damit seht ihr, dass euer Container gestartet ist. Er ist also oben. Docker Compose ist erledigt, die brauchen wir nicht mehr. So, Show All Ports machen wir auch mal auf. Dann haben wir hier die 1010, wird umgeleitet auf Port 80. Das ist unser Dashboard, was wir dann verwenden, um unseren Pi-hole zu verwalten. Dann löschen wir als nächstes unser Pi-hole Kennwort, das wir auf der Konsole anmelden können. Das erledigen wir, indem wir hier hinten auf diese 3 Punkte gehen. Dann sagen wir Open in Terminal. Dann geben wir ein Pi-hole-A-P. So, neues Kennwort eingeben. Wir drücken Enter und drücken. Ne, man muss gar nicht zweimal. Okay, ist auch in Ordnung. Es sagt auf jeden Fall das Passwort removed und das ist okay. Damit können wir hier raus. Als nächstes starten wir unser Pi-hole selber und wollen natürlich mal auf unser Dashboard gucken, damit wir auch sehen, was wir haben. Wenn ihr jetzt hier euren Port 1010 nicht seht, dann sagt ihr Show All Ports und jetzt seht ihr hier den 101080, das ist der TCP/IP-Port. Ja, ups, da ist ein Fehler, ja, den kennen wir. Pi-hole ruft Localhost auf Port 1010, das ist auch soweit richtig. Und dann haben wir hier einfach den Gag, dass wir Admin dahinter schreiben müssen, Pi-hole Admin und dann kommen wir drauf. Das ist ein altbekannter Fehler. Die Passwort brauchen wir jetzt nicht mehr beim Anmelden, das ist raus, das haben wir im Terminalfenster eben gerade gelöscht. Und jetzt sehen wir hier einen Pi-hole, der läuft. Wir haben hier schon mal komplett 3 aktive Clients.
Dann haben wir hier alles, was geblockt worden ist. Ja, man sieht hier, da tauchen immer wieder die bekannten Personen und Gesichter und Namen auf. Google, Firebash, Google wieder. Da seht ihr also schon, hier wird einiges ausgeblockt. Windows ist doch auch nicht weit normalerweise. Also ihr seht, wie oft da schon Zeug an Daten übermittelt wird. Hier ist zum Beispiel Windows, Setting, Windows, Data, Microsoft. Das wird schon mal alles ausgeblockt. Dann könnt ihr hier auch nachschauen, was so verlaufen ist. Das ist so quasi euer Verlauf. Das seht ihr auch hier, das ist Blockit, Google ist Blockit, Google ist Blockit. Ne? Das ist APA, das gehört zu DNS-Auflösungen dazu. Da könnte man hier auch sagen, okay, ich möchte das Google aber zulassen. Dann könnt ihr jetzt sagen, Add to Whitelist und ihr würde das zulassen. Es ist also wirklich eine sehr schöne Oberfläche. Sie ist auch sehr einfach gehalten. Man findet hier alles, was man sucht, was man braucht. Man kann nachvollziehen, was Sache ist. Und insgesamt sind 35.959.145 Domains geblockt. Und da seht ihr auch mal schon ein bisschen Grün in hier. Na, was grün ist, ist zugelassen. Und was grau ist, geschmissen. Genau, die Clients, die aktiv waren. 22 Uhr, lass uns mal gucken. 23 Uhr, ja, da bin ich gestern im Bett gewesen. Da ging dann auch nicht mehr viel. Da sind auch bloß noch die Miner gelaufen, da gibt es mal ab und zu ein bisschen was, aber das war's dann. Oder eine Anfrage aus dem Internet auf dem Server, nichts Wichtiges. Wenden wir uns den Teleporterlisten zu, beziehungsweise den Blocklisten. Hier sei erwähnt, die Tür schwingt in beide Richtungen. Denkt an den Film Ghostbusters, da ist das auch ganz gut dargestellt, möchte ich jetzt mal sagen. Blocklisten, Teleporterlisten sind die Listen, wo drin steht, was geblockt wird, was darf, was nicht darf. Wenn ihr von einer bösen Seite was runterladet, kann das genau das Gegenteil bewirken, was es bewirkt, wenn ihr die richtigen Listen runterladet. Die besten Listen, die ich bis jetzt ergoogelt habe, findet ihr auf GitHub. Der Link ist natürlich auch im Homepage-Artikel drinnen. Dann kommt jetzt die GitHub auf diese Seite. Dann gehen wir mal hier ein bisschen runter und hier sind Teleporter All und Teleporter ohne Banken. Das heißt, da ist alles drin, da sind auch die Banken drin und hier ist alles nur keine Banken. Ich würde mit Banken nehmen auf alle Fälle und wenn dann irgendeine Bank nicht funktioniert, könnt ihr das in der Oberfläche einfach für diese Bank freischalten und dann ist das in Ordnung. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann nehmt einfach ohne Banken und dann sind Banken generell nicht davon betroffen. Hier steht auch noch mal ein bisschen beschrieben, wie das funktioniert. Meines Wissens ist es auch, wenn ich mich nicht irre, eine Seite von dem YouTube-Kanal Semper Video. Den kann ich euch übrigens wärmstens ans Herz legen, der macht auch sehr gute Videos. Der hat auch einiges über P-Hole drinnen. Und wie gesagt, also ist ein sehr guter Videokanal. Ich linse da auch ab und zu ein bisschen rein, denn ich weiß auch nicht alles und ich gucke gern bei Kollegen mal ein bisschen. Man findet immer wieder mal etwas, was man noch nicht kennt. Die Liste wird unter anderem auch gepflegt. Das ist das nächste. Gut, wir nehmen jetzt mal einfach die Liste ohne Banken und laden uns die runter. Dann hier hinten auf diesen kleinen Pfeil klicken. Dann brauchen wir den jetzt nicht mehr. Wir brauchen wieder unseren P-Hole. Unser altes Spiel. Dann gehen wir hier auf unsere Settings. Teleporter. Dann Browse. Dann sind wir auch schon unter Downloads drin. Und dann haben wir hier unser Teleporter und klicken auf Restore. So, lassen wir ein bisschen arbeiten. So, dann können wir unser Add-List
können wir kurz nachschauen. Hier sehen wir jetzt auch wirklich, dass hier alles Mögliche schon drinnen ist. Ja, ist auch alles entnebelt. Ganz brav. Dann haben wir hier unten, da können wir hier oben nochmal auf Domains klicken. Da sehen wir auch, was hier alles gesperrt ist. Ne, hier sind Fehlerberichterstattungen wieder von Microsoft und so weiter. Das ist hier alles schon vordefiniert. So, der feine Unterschied zwischen euch und zwischen dir und mir ist jetzt einfach, dass bei euch das Dashboard hier alles noch 0 ist. Das ist bei mir, nachdem ich ein laufendes System habe, natürlich alles schon belegt und belagert. So, das läuft da wohl jetzt erst einmal hier schön brav durch. Ich werde euch das jetzt hier einfach ein bisschen rausschneiden. Bleibt bitte in diesem, das erste Stück von diesem Teil fehlt jetzt gerade, deshalb sage ich es euch einfach nochmal. Ihr geht hier auf Tools und wählt hier Update Gravity aus und sagt Update. Dann startet exakt dieser Update-Vorgang und der läuft dann gut 5 Minuten. Bleibt bitte auf dieser Seite und zieht das jetzt nicht raus, wechselt einfach nicht, wartet bis das abgeschlossen ist, das kann 5 Minuten dauern. Und ja, wie ihr gerade gesehen habt, meiner hat sich da auch gerade zwischendrin eingeblendet. Ich hatte gerade ein paar komische Reaktionen des Computers, deshalb fehlt jetzt auch der Anfang. Aber wie gesagt, Tools, Upgrade Gravity und jetzt werden die Teleporterlisten, die wir hinterlegt haben, in das System eingearbeitet und eingepflegt. Wie gesagt, ich mache jetzt hier auf Pause, bis das abgeschlossen ist und guck mal, was mein kleiner Rechner denn für Problemchen hat. Und da ist wieder der Meinung, nein, ich habe das Problem nicht behoben. Schaut so aus zumindest. Successful, die Gravity-Liste ist abgedatet und damit ist das alles durch. Das ist jetzt ewig lang, da könnt ihr das runterrollen, könnt euch das anschauen, das ist auch okay, wäre kein Problem. So, dann schauen wir uns mal kurz das Dashboard an. Also es ist dieselbe Liste, die ich sowieso schon drin hatte, von daher gesehen hat sich jetzt bei mir auf dem System nicht viel geändert. Und damit wäre es das hier eigentlich. So, das letzte gute Stück der Sache ist, unseren Router einzustellen. Da wir jetzt einen DNS-Server haben, müssen wir natürlich jetzt unser Netzwerk oder unsere Netzwerkkarte, je nachdem, ob wir einen Platz oder mehr Platz haben, natürlich sagen, dass wir einen DNS-Server haben und den auch verwenden wollen. Das macht ihr im Router, dafür müsst ihr euch auf euren Router ins Interface einloggen. Gehe ich mal auf Erweitert. Wo hatte ich das jetzt drin? Nein, da war es nicht. Ich bin so wahnsinnig oft. Jetzt muss ich mal ganz kurz suchen. Netz. WLAN-Einstellungen, das ist eigentlich WLAN-Einstellungen. Ja, da ist es doch. Das heißt, wir müssen jetzt hier unser Standard-Gateway belassen, wie es ist. Unsere Haupt-DNS ist die IP-Adresse von unserem Computer, auf dem der Pi läuft. Okay, der Port 1010 spielt ja keine Rolle. Ihr müsst hier unter Haupt-DNS den eintragen. Und als Backup-DNS könnt ihr Cloudflare benutzen. Das ist die 1.1.1.1. Das ist, was ich bevorzuge. Ihr könnt allerdings auch 8.8.8.8 machen. Das wäre dann der Google DNS. Warum hinterlegt man einen Backup-DNS-Server, wenn euer Pi-hole mal nicht läuft oder ausfällt? Oder ihr habt ein Netzwerk am Laufen, so ein kleines Home-Netzwerk, und der Rechner ist gerade momentan am Neustarten oder sonst irgendwas, würde das Internet problemlos weiter funktionieren, weil er den Backup nimmt über, in dem Fall jetzt hier mit der 1.1.1 über Cloudflare. Das war eigentlich alles, was es zu Pi-hole zu wissen gilt. Gut, solltet ihr Probleme haben beim Nachvollziehen dieses Videos oder solltet ihr mit irgendwas nicht klarkommen, Kleinigkeiten machen wir gerne über die Kommentarzeilen, schreibt einfach hin, wo es zwickt, und wir werden uns die Sache annehmen. Ansonsten habt ihr natürlich die Gelegenheit, die KSC zu beauftragen, Remote-Dienstleister für IT-Sachen. Den Link dazu unten für den Kontakt findet ihr in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr bedient für 25 € die Stunde gegen Auftrag, ohne Vertragsbindung, allein nur gegen Rechnung.
Ansonsten würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben, ein Like wäre klasse, ein Abo für den Kanal riesig und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann aktiviert einfach noch die Glocke. Es kommen auch nicht allzu viele Videos, vielleicht einmal die Woche so im Durchschnitt, vielleicht alle 7 Tage mal im Durchschnitt, wenn man es rechnet. Da verpasst ihr also wirklich auch nichts Uninteressantes. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, danke fürs Zuschauen und bis bald.